Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. "12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. So thirsty.
me, brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. No. This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me. No, no, don't shoot! Kommst du ja gar nicht. Da kommst du ja gar nicht dazu, mal anzumoderieren mit dem Spiel. Es fängt ja schon recht gut an, muss ich sagen. Ich habe es mal angezockt. Allerdings auch nur den Anfang. Und das ist schon Jahre her. Und das war auf Origin, nicht auf Steam. Oh, Junge. Er hat gerade seine Schwester getötet zur Hölle. Kannst du nicht sprinten oder so? Wir spielen gerade mit einem Controller. Ich habe aber allerdings noch nicht die Steuerung raus. Also das Grüne ist definitiv schon mal der Lebensbalken. Und Mary ist seine Schwester gewesen. Okay, jetzt haben wir ein Messer. Was haben wir denn? Eine Machete? Was ist das? Eine Machete jetzt nicht unbedingt, ne? Okay, so ein bisschen Kings of Amalur, ne? Hier sind ein paar Sachen kaputt machen. Okay, Level 1. Genau, ist es gewesen, weil die ist ja jetzt tot. Also, ich würde jetzt drauf tippen, da er ja ein Vampir ist und da er ja auch gebissen worden ist, dass sie vielleicht wiederkommt. Bin mir da nicht so sicher. Wie gesagt, viel gespielt habe ich bisher noch nicht. Ich weiß auch nicht, was der gelbe Balken jetzt ist. Ich würde jetzt sagen Ausdauer. B schon mal ausweichen. Einen langen Lebensbalken, der Junge. Also wir spielen auf normal, nicht auf schwer. Ich habe damals auf schwer gespielt und bin ich mal durch die erste Etage gekommen. Also ich habe gerade mal das hier geschafft, aber da habe ich auch ewig dran gesessen, bis ich das hingekriegt habe. Weil schwer ist wirklich sehr schwer. Man macht echt wenig Damage. Und ich hatte jetzt auch nicht so die Lust, mich da jetzt durchzuprügeln. Deswegen spielen wir es jetzt auf normal und gucken mal, ob wir das dann auch durchspielen. Scheint in den 1800er so um den Dreh zu sein, würde ich jetzt tippen. Wenn nicht sogar noch früher. Ich habe jetzt auch keine Zeitangabe hier vom Jahr her. Okay, Ausweichen kostet übrigens Ausdauer, genauso wie Angreifen auch. Das heißt, ich muss das wirklich timen. Das wird ja richtig ekelhaft. Ja, ich denke auch mal so um die 1800 dürfte das sein. So von der Technik her. Ich muss mal sagen, der Bart gefällt mir relativ gut und die Frisur sitzt auch irgendwie sehr passend. Also die hatten da sehr gute Friseure, glaube ich. Okay, die Kiste kann ich nicht kaputt machen. Und das Leben regeneriert sich, sehe ich gerade. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me.
Und dann wieder das typische Klischee, dass Sonnenlicht Sun. It feels like it's burning me to the bone. Vampire verbrennt. Aus wie Knoblauch schädlich ist und sowas. Und ich sehe gerade, gewisse Metalle wie Feuer oder Holz verursachen angesammelten Schaden, der den Höchstwert deiner Gesundheitsbalken verringert. Er ist halt Dracula. Ja, irgendwie habe ich mir schon gedacht, okay, das heißt, wenn ich Sonne abkriege oder Holz, der Mann könnte niemals in der Schreinerei arbeiten. I need to find somewhere to hide. Komme ich da irgendwo durch? Let me go! Nein. Und er hat natürlich einen Flammenwerfer dabei. Ja, Junge, läuft bei dir. I need to find Ja gut, ich weiß jetzt nicht, welche Gegend wir jetzt hier haben, also... Aber wäre schon mal schön zu wissen, ob man auch den Lebensbalken wieder erhöhen könnte. Ich glaube, hier haben wir eine Möglichkeit, hier reinzugehen. Und ich glaube, das Spiel speichert übrigens automatisch. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Ich denke, das wird sich im Laufe des Spiels, glaube ich, herausstellen, wie das genau ist. Was haben wir hier? Ein Bild, ja, könnte so um die 1800er sein. Waren das seine Eltern oder vielleicht irgendjemand, den er kannte? Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Oder das war einfach nur eine Rückblendung auf irgendwas. Sagen wir, gucken uns erstmal um. Da leuchtet irgendwas. Hier Schilling aber bekommen. Neues Sammelobjekt, okay, was habe ich hier? Okay, da werden wir dann rausgehen, voraussichtlich. Flasche mit Alkohol, okay. Was bist du für ein Ding? Ich würde sagen, die lebt schon mal nicht mehr. Eine Uhr. Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it to share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. Ich wollte gerade sagen, die Leiche ist jetzt weg. Gibt es auch mal irgendwo, wo wir speichern können? Nö, gibt es erstmal nicht. Ich denke mal, da wird es sowas wie ein Hauptquartier geben, also so ein Ort, wo man sich zurückziehen kann und da speichern kann. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish.
I still have so much left that needs doing. Ja, jetzt hat er, ne, von da sind wir gekommen. Jetzt hat er, glaube ich, genug zu erledigen. Er hat sich direkt in die Schläfe geschossen. Oder den Kopf oben. Aber langer Revolver. Der nicht schon die Totenstarre haben? Ja gut, je nachdem wie lange der tot ist, ne? Schusswaffe. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Eine Kugel drin. No, it never got easy. Aber die anderen Sachen kann ich mir jetzt nicht angucken. Ein Zettel. Boah. In London, oder spielt das ab, wie es aussieht. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Becky ein Vampir war, so wie es aussieht. Dass die vielleicht selber gebissen worden ist oder sowas. Und er hat sich das Leben drauf hingenommen. Ja, vor allem, du weißt auch nicht, wie lange der jetzt schon tot ist. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only.
This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who tames blinding sunlight into a glowing reflection. Entwicklung, okay. Was haben wir denn momentan? Oh, wir können uns heilen. Wir haben eine defensive Fähigkeit, Blutbarriere. Oh, das hört sich sehr nett an. Geringung. Macht das jetzt wehrlos? Aggressiv, Clown, Blutspeer, Schattennebel. Okay. Was haben wir hier? Taktisch, Schattenschleicher. Das wäre was für mich, glaube ich. Sprung. Ultimativ. Wut. Und 200 vollen Abklingzeit, ne? Abgrund. Es gibt schon sehr interessante Fähigkeiten. Biss. Wenn Biss im Kampf verwendet wird, also quasi Feral Druide, ne? Wenn er den Biss benutzt. Schnelle Regeneration. Lebenspunkte, wenn Biss im Kampf verwendet wird. Das würde ich sogar auch mitnehmen. Aber kann ich nicht, weil alles noch gesperrt ist. Wissenschaft. Du kannst jetzt Medizin mittragen, das würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Munitionstausch hört sich auch sehr interessant an. Erhöht deine Blutaufnahme, wenn Biss verwendet wird, das ist auch nicht schlecht. Erhöht deine Blutkapazität, Körper, deine Ausdauer und Gesundheit. Also bis auf aggressiv würde ich jetzt eigentlich alles definitiv... Ach du Scheiße. Okay. Das heißt, die haben dann nochmal Unterfähigkeiten. Crazy. Okay. Ich weiß nicht, was das Max-Level ist, aber ich glaube, das wird sehr lange dauern. 250 Heilung, 300 Heilung. Du gibst mehr Blut, um die sofort zu heilen. 500 Heilung, 200 Heilung. Du tauschst zusätzliche sofortige Heilung gegen eine bessere Regeneration. Ah, da kann man auch nochmal entscheiden. Ah, okay. Und woher weiß ich jetzt, wie viel ich habe? Geht das immer nur pro Level ab? Okay. Gibt es da noch einen Text drunter? Nein, das ist Stufe 1. Kann ich denn da reingucken? Okay, Fähigkeiten habe ich. Aggressiv, Schattennebel, Clown. Was habe ich denn hier? Kann ich da zumindest mal reingucken? Nicht als zartes, verwundbares Fleisch. Was ist denn der Blutspeer? Okay, was haben wir unter Schattennebel? Ich glaube, das würde ich sogar nehmen, den Schattennebel. Der hört sich sogar sehr interessant an. Okay, ich kann jetzt noch mehr Fähigkeiten wählen, oder wie ist das? Nee, den habe ich jetzt. Den kann ich jetzt auch mitnehmen? Nein, kann ich nicht, okay. Ach, ich habe 135 EP und ich brauche wie viel? 1000. Das heißt, wenn ich die 1000 voll habe, könnte ich rein theoretisch gesehen das Level dann voll machen. Ach verdammt, ich hätte auch die Sachen nehmen können, sehe ich gerade. Ach, das ist doof. Ist egal. Wir nehmen den Schattennebel mal mit. Kann ich das nochmal ändern? Nö. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Das hört sich aber nicht gut an da unten. These people want me dead. I need to leave now. Weil woher wissen die, dass er da drinne ist? Here's the leech. Here!
Ich glaube, er hat den Vampyr-Pakt geskillt. My head's spinning. Frag mich nur, welche Ruhmstufe er momentan hat. Kann ich da runter? Ich würde mich ganz gerne vorher umsehen, bevor ich hier durchrenne. Das ist zu. Nebenwaffen? Mit denen kannst du spezielle Angriffe ausführen, die Ausdauer verbrauchen. Irgendwie verbraucht alles Ausdauer, aber es erhöht sich irgendwie nicht. Also ich habe jetzt keine Fähigkeit bekommen, die jetzt irgendwie Ausdauer regeneriert. It's locked, all right. Ja, dass das gelockt ist, das habe ich selber gesehen. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Okay, der ist jetzt irgendwie im Kreis gelaufen, weil da ist nämlich das Tor, was wir vorhin hatten. Was könnte echt das 18. Jahrhundert... Wow. Drücke Y, um einen Stock zu werfen. Bis drücke A, um einen geschossenen Gegner zu beißen. Durch den Biss erhältst du Blut, was für deine Fähigkeiten verwendet wird. 1918 ist das, hast du gegoogelt? A strength I never knew I had. Okay, die spanische sein, ja, es könnte auch sein. Okay, kommt da jetzt noch was? Jetzt kann ich nichts mehr machen, weil ich keine Fähigkeiten habe. Okay. LB, ich drücke doch LB, oder? Warte mal, LB, ja, habe ich gedrückt, aber passiert nichts. Oh, das ist aber nicht nett, ich brenne. Haha, mir gefällt die Fähigkeit. Oh scheiße, da kommt noch einer. Okay, ich muss immer anvisieren, ansonsten funktioniert das nicht. Und ich sehe gerade, die Gegner haben selber Ausdauer. Okay. Ich muss den Zack mal ein bisschen nachregeln. Ja, das ist andere Version von Corona, glaube ich. Was haben wir denn hier? Ich sage ja, der hat Vampyr-Pakt geskillt. Aber schleichen kann er irgendwie nicht, ne? Doch, guck mal, ach, guck mal hier. Wir können gewisse Sachen sehen, ob ich dadurch Leute sehen kann. Ich müsste das mal ausprobieren, wenn ich wüsste, wo jemand ist. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Ah, guck mal, da kannst du zum Beispiel auch die Ratten sehen. I can't believe I'm doing this. Wo ist die Ratte?
I have this thirst for blood. 10 Schillinge. Komme ich da jetzt durch? Die Tür ist verschlossen. I cannot enter. Ich kann nicht Enter drücken. The dizziness from the jump. I can now control it. Dadurch kann man sich auch schon Vorteile erschaffen, ne? Wenn du siehst, wo gerade was Rotes ist, dann weißt du, da ist jemand. This is despicable. Bleib hier, kleiner Snack. Wo ist der? Guten Durst, wie man so schön sagt, ne? What will London have to say to me? Ja, das heißt aber, andere Sachen sehe ich zum Beispiel so nicht. Ach, der macht dann aus den Kaninchen auch Vampire. Gibt auch so eine schöne Geschichte in Tun Half Man, wo sie denken, dass der Barkeeper ein Vampir ist. Wobei er halt Nachtschichtarbeiter ist. So many questions unanswered. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. Rios negativ. Scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Das ist ja das, was ich ja gerade schon benutzt habe. Blood. The smell is so strong. Aluminiumfragmente und Schmiermittel, okay. This is a slaughterhouse. It's locked, all right. Okay, aber wie kriege ich das auf? Hat jemand einen Schlüssel? Hast du einen Schlüssel? Ja, kein Schlüssel. Vielleicht kann man hier nochmal hin, dass es dann irgendwie eine Möglichkeit gibt, das zu öffnen. There is no one in sight. Ich will mich aber gerne erstmal umgucken. It's locked, all right. Ja, weil, also bei, ich weiß nicht, bei welchen war das? Moonlight? Nein, nicht Moonlight. Wie ist denn das eine wo Buffy auch drin gespielt hat? Ja, genau, da muss es da reingebeten werden. Ansonsten, Angel, ja genau. Da muss es da reingebeten werden. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Okay, es gibt keine EP, das heißt, die Ratten brauche ich nicht fressen. Cool, wir haben Unterschlupf gefunden. Das ist natürlich sehr schön. Da würde ich direkt hingehen.
Oh, Gesundheitszustand. Stabil, Gesundheit gereinigt, kritisch, feindlich. Okay. Ist nur die Frage, wie komme ich in diesen Unterschlupf rein? Ist das hier von unten oder... Nö. Schon wieder ein Zettel, falsche Taste. Okay, Bürgerhinweis. Hinweis gesperrt. Wir haben hier aber... Ah, okay, wir können auch Leute aussorgen. Haben sie denn so gemacht die letzten paar Stunden? Ja, ich habe ein bisschen gesaugt. An ein paar Leuten. Das hört sich auch nicht falsch an. Kommen wir auch nicht durch? Ich glaube, das hier scheint hier alles zu sein. Ich denke, man will, also das Spiel will, dass wir jetzt der Spur folgen. Und es wird wahrscheinlich jetzt auch keine andere Möglichkeit geben, irgendwas anderes zu machen. Aber die Frage... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt da rein, aber... Dead inside. Keep it out. Don't open. Dead inside, wie man in Walking Dead gesagt hat. Du hast einen Unterschlupf gefunden. Hier kannst du dein EP verteilen, während du dich ausruhst oder Gegenstände am Tisch herstellst. Boah, das Geflackert ging mir aber gerade auf die Nerven. Alle auffüllen. Ich weiß zwar nicht, was ich auffüllen soll. Was haben wir denn hier? Eine Werkbank. Hier am Arbeitstisch kannst du Folgendes herstellen. Medizinische Behandlung, Sera, um dich selbst zu stärken und Waffenaufwertung. Okay. Behandlung gegen Blutvergiftung. Wow. Blutarmut, Erschöpfung. Okay. Ja, ich würde auch darauf tippen, dass das eine ist. Stufe 2. So, dass der Schaden um 10% erhöht. Ich habe aber keine Sachen dafür. Linke Hand. Kann noch nichts herstellen, so wie es aussieht. Einer des gewöhnlichen Griffs, da ist zu. Können wir mal... Ja, EP verteilen können wir jetzt nicht, aber er speichert dann, glaube ich, ne? Gesundheit, Ausdauer, die Blutkapazität. Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf die Ausdauer. Und Gesundheit würde ich auch ganz gerne mitnehmen, aber dafür habe ich zu wenig Punkte. Und wir sind Level 4. Das ist schön. Die Ausdauer hat sich so ein bisschen erhöht von dem Balken her. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Die Vampirspur führt definitiv da rein, aber ich will mich erst noch umgucken. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Hinweise. Sabrina heißt sie. Das ist hier unbekannt. Ach, die Sabrina ist die, die wir gefunden haben. Mit den Zettel, glaube ich. Was habe ich hier? Arbeiten Hand in Hand. Ah, ja. Werbung. Ja, genau, so nach dem Motto. Wobei ich sehe jetzt hier auch nichts.
Ich kann die Waffe jetzt auch nicht ziehen hier. Ich denke mal, das geht erst in dem Bereich, wo auch wirklich Gegner rumlauern. Aber so an sich ist, ich muss sagen, so das vom Spiel her so das Optische sehr schön gemacht. Das kann gut sein. Was haben wir hier? Stadt Sie. Freiwillige machen den Unterschied. Ja, ja. Wie sagt der eine oder andere, ich kann mich lieber zu Tode saufen, als dass ich irgendwas anderes mache. Ich denke mal, dass das Spiel will, dass wir erstmal die Spur des Mörders folgen. I will return later. Ich bin ja gerade am gucken, ob ich noch ein paar Infos zu den Charakteren bekomme, die da hinten rumstehen. Aber ich glaube, das wird nichts. Ach nee, wir sind jetzt im Kreis gelaufen. Ah, okay, das heißt, wir gehen immer direkt dahin. Das ist ein Handsymbol. Ja, ja, also von da hätten wir auch hochkommen können. Und jetzt sind wir wieder hier. Ja, ja, es ist okay. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Wir gehen einfach mal da rein. At last, a little life. Welcome, sir, to the Turquoise. Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Maybe some of the locals saw him. No, I've never even been to India. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic. Ja, die Epidemien ist die Morde. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Ja, spanische Grippe. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I'll leave then. Thank you. Damn it. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here?
It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave you to your bottle then. Guten Durst noch. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Also ich darf keine Schlägerei anfangen. Schade. Are they stupid or something? I've never even been to India. Jason Delaney, Sabrina, erschöpft. Komm. Ach, die ist in den verknallt. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from this place as I can. Ja, ist immer die Frage, wohin? This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. Anyone. Ein leuchtendes Kreuz, dein Ernst? Well, that's something I can do for you. And who might you be? Dr. Edgar. Aha, ein Dr. Edgar.
Spitze, aber von was? Der wird gesund, okay. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Naja, das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht, ganz ehrlich. Folge den Mörder, befrage die Anwohner. Wir klauen dir mal 5 Schillinge. Ein Bild von sich selber da hängen? It's locked, all right. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job.
A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. I'll leave you to your bottle then. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? He didn't deserve this. Das heißt, wenn ich die Leute sogar aussaugen würde, also ich weiß nicht, ob es geht, aber ich gehe davon aus, bekäme man sogar EP dafür. Also nicht, dass das jetzt eine Option wäre, aber die Idee ist da. Go hunt your shadow. Aber ich komme hier auch nicht runter. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. What's this? Some sort of note. These men, they're a company of professional vampire hunters. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Okay, er redet nicht, er denkt sich das quasi.
Ich bin jetzt eher davon ausgegangen, dass er jetzt währenddessen noch redet, tut er aber nicht. Sind noch ein paar Infos, die man mitnehmen kann. Unzerstörbare Kisten. Da steht irgendeiner. I cannot enter. Und ich will ihn ja noch gar nicht. Ah, oh, Junge, bist du bescheuert? Ich wollte den noch gar nicht angreifen. Karte des Gegners. Ah, okay. Widerstände. Manche Gegner können gewissen Schadensarten besser widerstehen. Nahkampf, Fernkampf, Kräfte, Blut und Schatten. Orange weisen auf eine mittlere Widerstandsfähigkeit hin, Rot hingegen auf eine hohe Widerstandsfähigkeit. Oh. Okay. Schusswaffe. Okay. Great. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Fair enough, Tom. But why do they hide where it's so damn cold? Filthy fucking beast! Bloody monster! Die Fähigkeit schön. Aber da hoch komme ich nicht, ne? Oder komme ich doch da hoch? Gewalt gegen Fässer und Kisten. Ach guck mal, ich hätte auch hier hochgehen können. Und da oben steht zufällig einer. Er ist natürlich gegen den Schattenschaden der hohen Widerstand. Das war ja klar. It's locked, all right. Wie komme ich jetzt an den dran, ohne den großartig zu triggern? Ja, wir müssen das auch mal mehr skillen, dass wir mehr Blut abzapfen. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ansonsten kann ich hier nichts mitnehmen. Nein. Wie kriege ich das Ding jetzt da runter? Gibt es bestimmt eine Möglichkeit, oder? It's locked. Wo kann ich denn meine Schusswaffe auswählen? Also wählen kann ich da jetzt mal gar nichts. Und das Ding kriege ich auch nicht runter.
Er ist nicht mal gemerkt, glaube ich. Sir, step away. Stop right now. Kommt der mir jetzt hinterher? Er geht wieder zurück. That's what you do. Over there. There's one of them vermin. Oh, neue Waffe. Stay close. Keep an eye on each other. Wie kann ich die denn jetzt hier wechseln? Nachladezeit Magazin 2. Okay. Neue Details. Falsche Taste. Ich weiß jetzt aber nicht, welche Details er jetzt meint. Folge der Blutspur. Verfolge den Mörder. Da verbrennt er die ganzen Leichen gerade. Ratten und Unterschlüpfer. Hier liegt direkt einer. Was haben wir hier noch? Kann ich da irgendwas nehmen? Nö. Können wir denn jetzt irgendwas herstellen? Oh, Bastelstunde. Oh, wenn die Feuerwehr durch die Gegend fährt, dann heißt das nichts Gutes. Ach so, ich kann die Stufe erhöhen und dementsprechend was aussuchen. Okay, linke Hand. Kann ich da noch was basteln? Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil ich das jetzt verpennt habe. Stufe erhöhen, Feuerrate erhöhen, Feuerkraft. Da kann ich nichts machen. Aber ich habe das noch nicht so ganz raus mit der Pistole. So, wir haben ein paar neue Fähigkeiten. Die Frage, was nehme ich jetzt mit? Nehme ich das mit der Blutaufnahme jetzt mit? Gerinnung?
Und wir nehmen erstmal die Lebenspunkte mit. Punkte haben wir noch, also 230. Habe ich irgendwas? Oder muss ich, ne, ich muss mindestens 300 haben, ne? Brauche ich dafür. Was brauche ich hierfür? 600. Ja, 600, okay, das heißt, ich mehr kann nicht machen. Ne, leider nicht. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Ach guck mal, die sind respawned. Das heißt, ich könnte sogar grinden und dementsprechend die Punkte skillen. Das ist ja auch schon ziemlich... Ziemlich... ja, ich weiß nicht, also man könnte schon... Ja, man könnte es machen, aber ich glaube, das bringt, glaube ich, nichts. So, gucken wir mal. Kommen wir denn auch über das Ding in hier? Ja, da komme ich natürlich nicht drüber. Das ist verschlossen. Aber ich bin doch ein Vampir, ich kann mich doch da durchporten. Warum geht das denn nicht? Ein paar Skelette. Ich habe auch keine Sachen. Wer ist das? Unbekannt. Oh, neue Waffe. Rüste eine zweite Waffe auf und drücke Y, um die Spezialfähigkeit zu aktivieren. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gewollt ist. Ich glaube, der saugt den gerade aus, kann das sein? Kommt da jetzt noch was oder kommt da nichts mehr? Okay, da kommt nichts mehr. This place reeks of bloodshed. I need a drink. I'm so thirsty. William. As one, we shall overcome this. We've done it before. No. I had a drink outside tonight already and it did not quench my thirst. I must have more. Oh dear God. Ich kann auch meine Fähigkeiten hier nicht aktivieren. This creature is bedeviled. I must put it down.
Ah, was ist das denn für eine Scheiße? Abgenutzter Knüppel. Er hat uns aber ganz schön zugesetzt, meine Fresse. Er war ganz schön hier ein Blutbad angerichtet. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Okay, sie ist auch ein Vampir. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town.
Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Er kann ihn gar nicht oft genug die Hände schütteln. Aber hey, die Klamotten gefallen mir. Vor allem, wie hat er sich so schnell umgezogen? Oh, 6000 IP. Ah, nicht schlecht. Okay, ja, aber ich glaube, ich kann mit den beiden... Doch, kann ich reden. Wir gehen aber mal weiter. Gucken, was wir hier noch haben.
rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Okay, sollen... Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Qualität des Blutes. Will ihn aber nicht aussaugen. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Soll ich das jetzt machen? Anscheinend. Also ich glaube, das gehört noch dazu, damit man das, glaube ich, auch mal gemacht hat. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Können wir mal mit dem reden? Anscheinend nicht. Did I black out? What happened? Whoa, I feel giddy. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Also Aussicht zum Entwickeln? Okay, was soll ich denn ausmachen, um mich zu entwickeln? Ich denke mal, das sollte heißen, ruh dich aus, um dich zu entwickeln. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Dann können wir uns nämlich morgen mal in Ruhe umschauen. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me.
The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is Sutton. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Den Rest drehen wir später. Ich weiß jetzt nicht, ab wann der speichert. Weil ich meine, das Y würde immer automatisch speichern. Ich würde jetzt erstmal reingehen. Und dann, was habe ich gesagt? Erstes Stockwerk. Bin mir nicht so sicher. Wenn nicht, eigentlich müsste ich unten stehen bleiben. Weißt du was, das machen wir auch. Weil ich würde hier erst mit den Leuten reden wollen. Aber das machen wir jetzt nicht mehr heute, das machen wir dann morgen weiter. Wenn ich jetzt auf Verlassen klicke. Okay, jetzt bin ich aus dem Spiel raus.